Ich hätte gerade so richtig Bock auf einen Tee. Ich auch. Ey du, der Holunder hat gerade Saison. Ja, was ein Glück. Wirklich, ja? Geil. Wenn ihr wissen wollt, wie man einen frischen Holunder-Tee macht, dann bleibt dabei. Bleibt dran. Herzlich willkommen zurück zur Expedition Real Life. Hallo alle zusammen. Heute zeigen wir euch, wie man einen frischen Holunder-Tee macht. Lecker, lecker. Und wir starten direkt. Let's go. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie erkennen wir eigentlich den echten schwarzen Holunder, aus dem wir uns unseren Tee machen können. Es geht nämlich nur aus dem schwarzen Holunder. Alle anderen Formen, der Zwergholunder oder auch der rote Holunder, sind nicht dafür geeignet. Der erste Anhaltspunkt ist, dass man erstmal hier solche Dolden sucht. Das ist nämlich die typische Holunderblüte. Der zweite ist, dass der echte Holunder 3,5 bis 7 Meter hoch wird. Der Zwergholunder hingegen wird nur 1,50 Meter maximal und ist ein Strauch. Das heißt so, das ist Relativ erkennbar. genau, das ist auch gut dann zu erkennen. Außerdem verholzt der echte Holunder an seinem Grundstamm und den Ästen. Das können wir euch gleich direkt zeigen, wenn wir uns einen anderen Strauch gesucht haben, zum Beispiel den da hinten. Hier kann man gut erkennen, dass die Äste, woran die Dolden hängen, verholzen. Das ist auch ein klares Zeichen dafür, dass es der echte schwarze Holunder ist. Und am Geruch erkennt man es. Der echte Holunder muss schön süßlich einladend riechen. Der falsche Holunder, sprich der Zwergholunder, riecht eher bitter, stinkt schon fast. Das heißt, wenn ihr nicht sagt, wow, cool, ja, da würde ich jetzt ein Bad nehmen, dann das ist der falsche. Von wann bis wann blüht der eigentlich? Von Anfang Juni bis Ende Juli blüht der echte schwarze Holunder. Der rote Holunder ist früher dran, der blüht von Anfang April bis Ende Mai. Dementsprechend können wir hier keinen roten Holunder mehr haben. Also muss ich mir gar keine Sorgen machen, wann ich den falschen Holunder zu mir nehme, weil ich dann einfach an der richtigen Jahreszeit den pflücken muss. Nein, das ist nur für den roten und den schwarzen Holunder wichtig. Der Zwergholunder, der blüht auch in der Zeit wie der richtige Okay. schwarze. Ja, aber wie gesagt, man erkennt ihn daran, dass die Zweige bzw. der Stamm nicht verholzt, dass er noch 1,50 Meter hoch wird und dass die Dolden eher stinken, statt süßlich einladend riechen. Wie gehen wir jetzt vor, wenn wir das Ganze pflücken? Wir gehen zu einem Strauch, wo wir uns sicher sind, dass das passt. Das ist hier der Fall. Das ist alles schöner, einladender, schwarzer Holunder. Und tun uns immer eine Dolde abknipsen. Wichtig ist, Leute, tut niemals den gesamten Strauch ernten, weil dann haben die Vögel und auch andere Tiere nichts mehr zu essen und ihr auch keine Holunderbeeren mehr, wenn es dann an der Zeit ist zu ernten, weil ihr müsst euch mal überlegen, jeder dieser Blüten, die wir für unseren Tee nutzen, wird später mal eine Beere. Was auch noch ganz wichtig ist, erntet nur, wenn es gerade nicht geregnet hat. Und dann sind nämlich die Staubbeutel voll und ihr habt das Ganze am Tee. Ihr wollt hier den Staub haben. Das ist das, was den Geschmack gibt. Und ein letzter wichtiger Rat, packt es niemals, wirklich niemals in einen Plastikbeutel, weil da drin verschimmeln sie extrem schnell, werden schlecht und vor allen Dingen der ganze Staub bleibt im Plastikbeutel und dann habt ihr nichts vom Geschmack. Genau. Jetzt geht's direkt ans Ernten. Hallo. Hallo. Das wird spaßig. Ich gehe da hinten hin. Da hinten ist der bessere. So, jetzt können wir hier auch noch mal den Geruchstest machen. Ich würde sagen, das passt, oder? Riecht gut. Ist ziemlich süßlich. Jetzt knipsen wir uns hier einfach einen ab mit dem Fingernagel. Die Schere wäre natürlich besser. Ja, Da ist er auf dem Boden. und wir haben unsere erste Blüte. Hier die zweite. Genau. Und so müssen ihr das jetzt ein bisschen machen, bis ihr davon ein bisschen mehr mal habt. Doch sehr schön aus, die Blüte. Auf jeden Fall. Das ist sie. Ja, wir pflücken hier jetzt noch ein bisschen. Ja. Und melden uns gleich wieder, wenn wir fertig sind. Bis gleich. Willkommen zurück. Wir haben jetzt einen coolen Place to be gefunden und fangen jetzt an, den Tee zuzubereiten. Dafür brauchen wir die Holunderblüten selbst. 2 Tassen, damit ihr gemeinsam gleich anstoßen könnt. Ja. Gaskartusche, Ein Topf, womit man das Wasser erwärmt. Wasser Natürlich einen Gaskocher. und heute mal ein Feuerzeug und kein Feuerstahl, denn wir sind hier auf einer Wiese und wollen keinen Brand verursachen. Das war's schon. Jetzt geht's direkt los mit der Zubereitung. Jetzt haben wir kurz einmal unseren Gaskocher aufgebaut. Wir haben den gedreht. Das ist übrigens auch ein guter Tipp. Wenn man den sonst so dreht, auf dem Waldboden beispielsweise, so bekommt er einen bombenfesten Stand und es sind keine Steine mehr drunter oder so und das Ding kippelt. Merkt euch das. Jetzt als nächstes müssen wir unsere Holunderblüten vorbereiten. Und zwar ist das Problem, dass hier jetzt noch ganz viele Stängel mit dran sind und das Pflanzengrün schmeckt überhaupt nicht. Das würde unseren Tee ruinieren. Dementsprechend schnappen wir uns jetzt unsere Finger oder das Schweizer Taschenmesser und schneiden das schön zurecht.
Hierbei ist jetzt wichtig, dass wirklich so wenig wie möglich des grünen Stils oder von grünem Material mit reinkommt, weil das wirklich den Geschmack des Tees ruinieren würde. Fingerrupfen ist hier tatsächlich einfacher und schneller. Oder? Ja, es fühlt sich auch voll angenehm an. Außerdem hat man dann was zu tun, bis das Wasser heiß ist. Ja. Das kommt dann nicht mit rein. Und was angenehm ist jetzt hier zu wissen, dass man hier das jetzt abrupft und gleich einen leckeren Tee hat. Auf jeden Fall, ich freue mich darauf. Letztes ist jetzt schon wieder 2 Jahre her, viel zu lang. Letzte Saison habe ich keinen gemacht. Das ist mein allererstes Mal, dass ich jetzt die Holunderblüten-Tee zu mir nehme. Ich bin sicher, dir wird es gut schmecken. Ich hoffe. Als Kind habe ich immer mir halt Holundertee im Hort. Im Hort habe ich mir den gegeben. Aber eigentlich auch nur mit sehr viel Zucker. Ja, ist nicht dasselbe wie der Blütentee. Ja. Weil beim Holunder nehmen sie ja die Beeren, beim normalen Tee. Ah. Und Holunderblütentee schmeckt tatsächlich ziemlich genauso, wie er riecht. Also süßlich angenehm. Also finde ich persönlich. Jeder hat ja seinen eigenen Geschmack. So sollte es dann im Idealfall aussehen. Das große Grüne bleibt halt übrig. Ja, hat schon was Meditatives, das stimmt. Ja. Nur eine Sache ist halt schade, dass man es nicht haltbar machen kann. Kann man das nicht irgendwie einfrieren? Nee, das Einzige, was man machen kann, ist, man kann daraus Likör oder Sekt machen. Das würde noch gehen. Wenn ihr das mal sehen wollt auf dem Kanal, wie man das anderweitig haltbar machen kann, schreibt uns das doch gerne mal in die Kommentare, dann machen wir das für euch. Ja. Wir machen dann auch hier schön Sekt. Ne? Und als nächstes brauen wir noch unser eigenes Bier. Das habe ich sogar schon mal gemacht, tatsächlich. Gibt es dann auch bald noch eine eigene Serie zu? Bier brauen. Stay tuned. Na, ich glaube nicht. Da ist die Kamera runtergefallen, nicht so gut. Ist die runtergefallen? Keine Ahnung. Aber sie ist auch nicht tief gefallen, also alles gut. Nicht Und auf nicht auf die Linse. Und nicht auf die Linse, genau. Ja. Das ist gut. Ja, wir haben nämlich ein crazy Film-Setup. Wenn ihr das mal im Detail sehen wollt, schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Dann machen wir euch auch dazu ein Video natürlich. Ne? Das wird ein schöner Tee. Ja, und was man während dem Abrupfen hier machen könnte oder vielleicht auch mal allgemein tun soll, schön in seinen unteren Bauch einatmen, versuchen an seine Atmung zu denken. Dann begibt man sich wirklich in schon einen fast meditativartigen Zustand. Ja, oder man hat einfach einen guten Freund dabei, mit dem man über andere Dinge reden kann. Ja. Und hat eine schöne Zeit. Das geht natürlich auch. Wie ihr schön seht, das Wasser kocht, der Deckel hebt und senkt sich, wie bei einem Dampfdruckkessel. Ne? Man sieht, kocht wunderbar. So muss das Ganze sein. Wir machen jetzt den Gaskocher aus, denn kochen muss es nicht mehr. Schütten unsere Holunderblüten da rein. Jo. Das sah schon cool aus, muss ich zugeben. Natürlich ist noch ein Softset, auch ein Löffel dabei. Jetzt drücken wir das hier noch so schön ein bisschen runter, dass die alle mal nass werden. Packen unseren Deckel einfach wieder drauf und lassen das Ganze einen Moment ziehen. Da gibt es jetzt eigentlich keine direkte Vorgabe. Ich mache das immer so frei Schnauze. In der Regel 3 bis 4 Minuten warte ich und dann ist gut. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir uns das Ganze einschenken. So, wir haben das alles jetzt mal ein bisschen einziehen lassen. So schaut es dann am Ende aus. Sieht schon schön aus, wie so ein Gehirn. Naja, den Löffel haben wir jetzt einfach als Beschwerung reingetan, damit die Blüten schön unter Wasser gedrückt werden. Genau, weil es bündelt sich halt alles voll zusammen. Und genau, es wird im Endeffekt ein großer Klumpen. Genau, und dann schenken wir das jetzt mal ein. Das hat auch schon eine tolle Farbe schon. Da erkennt man, dass es gut eingezogen hat. Taste-Test kommt gleich. Genau, richtig. Sehr schön. Und ich bin mal wirklich gespannt, wie das schmeckt. Ne? Ja, wir sehen uns gleich wieder. Der Tee ist jetzt fertig. Duften tut er auch sehr angenehm. Zum Wohl. Prost. Denkt dran, könnte noch ziemlich warm sein. So wie ich ihn kenne. Ja. Perfekt geworden. Ja, ist echt schön. Vom Geschmack her ist es so süßlich, würde ich beschreiben. Also eigentlich schon ziemlich genau, wie die Blüte riecht, oder? Mhm, sehr. Aber noch mal ein bisschen intensiver. Das ist halt, boah. Ja. Wenn ihr natürlich jetzt wollt, könntet ihr euch da zum Beispiel noch Zucker reinmachen. Ich finde, es schmeckt so perfekt. Angenehm. So, es schmeckt schon ein bisschen pflanzlich. Ja, gut. Aber einen Eigengeschmack. Schmeckt gut. Das klingt jetzt komisch, aber hat so einen fast fleischigen Geschmack, oder? Fleischig? Finde ich nicht. Irgendwie sowas ein bisschen Herzhaftes, aber auch dann leicht Fruchtiges. Aber es hat schon was. Auf jeden Fall. Schmecken tut's gut. Ja, macht es bitte nach. Jetzt, solange man die noch pflücken kann, die Holunderblüten. Ist was Angenehmes, ist schön. Ja, gönnt euch das. Wenn ihr sonst euch noch dafür interessiert, was man sonst noch so aus der Natur machen kann, andere Teesorten beispielsweise oder auch, ja, was haben wir noch sonst noch so auf unseren Touren gesammelt? Pilze machen wir nicht. Das ist uns zu Yoga, Leute. Gefährlich. Das zeigen wir euch nicht.
informiert euch das selbst. Aber Bucheckern beispielsweise, Esskastanien, wie man die zubereitet findet, wenn Saison ist. Einiges. Wilderdbeeren, Brombeeren, Heidelbeeren, Kräuter allgemein. Breitwegerich, Spitzwegerich, wofür kann man das anwenden? Wenn euch sowas interessiert, schreibt es uns doch gerne mal in die Kommentare und was ihr genau sehen wollt, dann zeigen wir euch das natürlich, klar. Frühstück. Einfach mal reinschreiben. Ach. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, Abonniert den Kanal und werdet Teil der Expedition. Herzlich willkommen zurück. Warte. Place gefunden. Als der echte GoPro-Aufnahme stoppen.